Diese Geschichte ereignete sich erst kürzlich mit den Feuerwehrleuten der Feuerwache in Colorado Springs, USA. Feuerwehrleute löschen nicht nur Brände, sondern retten auch Menschen vor Überschwemmungen und Tieren in Not. Einmal mussten die Feuerwehrleute mehrere Welpen retten, die in einem Regenabfluss gefangen waren. Als sie diese winzigen Tiere herauszogen, stellten sie fest, dass es überhaupt keine Welpen waren. Die Arbeit der Feuerwehrleute ist natürlich sehr gefährlich und erfordert Geschicklichkeit. Sie riskieren ihr Leben, um ihre Bürger zu schützen und Schäden zu verhindern, obwohl viele sagen, dass es nur ihre Arbeit ist. Ihre Arbeit gilt zu Recht als unvorhersehbar, sie wissen wirklich nie, was sie bei jedem Einsatz erwartet, so auch dieses Mal. Den Feuerwehrleuten wurde die Aufgabe übertragen, die Welpen vor dem Regen zu retten, scheinbar nichts Schlimmes oder Ungewöhnliches auf den ersten Blick, aber es war eine ungewöhnliche Rettung. Als die Feuerwehrleute ankamen, inspizierten sie den Unfallort sorgfältig. Die armen Welpen waren in den Regenabfluss gefallen und hatten sich am Boden gestapelt. Die Grube war ziemlich flach, und beim Sturz erlitten sie keine Verletzungen. Um aus der Grube herauszukommen, waren die Welpen noch zu klein. Die Retter durchsuchten das umliegende Gebiet nach der Mutter, aber sie war nirgends zu finden. Andere begannen mit der Rettung der Welpen. Als die Feuerwehrleute die Welpen herauszogen, versuchten sie, die Rasse zu bestimmen. Schließlich kamen sie zu dem Schluss, dass es Labrador-Welpen waren, mit ihrer dunklen und glänzenden Fellfarbe. Obwohl die Welpen gerettet wurden, mussten sie eine veterinärmedizinische Untersuchung durchlaufen, um festzustellen, wie lange sie in der Grube waren, alle notwendigen Verfahren durchführen und natürlich gefüttert werden. Nachdem die Welpen in die Klinik geschickt wurden, erhielten die Retter eine ziemlich überraschende Antwort, als die Tierärzte die Welpen genau betrachteten. Sie stellten fest, dass diese Tiere nicht nur keine Labrador-Welpen waren, sondern überhaupt keine Hunde. Zu der großen Überraschung der Feuerwehrleute stellte sich heraus, dass die sogenannten Welpen tatsächlich Füchse waren. Zu dieser Zeit bringen Tiere oft Nachwuchs zur Welt, besonders in bergigen Gebieten, wo viele Füchse leben. Die Ärzte und Feuerwehrleute mussten die Füchse zurückbringen, damit ihre Mutter sie finden konnte. Um die Möglichkeit auszuschließen, dass die Mutter möglicherweise nicht zurückkehren oder ihre Jungen nach dem Berühren durch den Menschen ablehnen könnte, mussten die Feuerwehrleute sie eine Weile beobachten. Auf jeden Fall werden die Fuchsjungen ohne ihre Mutter nicht ohne Obhut bleiben, denn wenn die Mutter nicht zurückkommt, werden sie in ein Reservat gebracht. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.